24 Angler. Yes, baby! 13 Angeltage. Alter, hab ich eben geschwitzt. 4 Gruppen. Guckt euch das an! 3 Zielfische. Dieser Biss. Eine Finalrunde ohne Ortskenntnisse. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2023 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Rice, Feel the Difference und LMAB, Every Great Story Starts with a Cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 22. Episode und damit zur zweiten von 3 Finalfolgen unter spanischer Sonne. Am ersten Angeltag benötigte Dustin Schöner auf dem unbekannten Terrain nur wenig Anlaufzeit und führt mit Full Card und maximaler Topwater-Punktzahl vor dem amtierenden Champion Toon van Ham, der ebenfalls schon 8 Fische und immerhin 30 Topwater-Points auf dem Konto hat. Dahinter klafft eine Lücke. Beim momentan drittplatzierten Patrick Marable ging in den ersten 6 Stunden einfach gar nichts. Dann folgten aber mehrere gute Wertungsfische in kurzer Zeit. Bei Flo Hassenflug war es genau andersherum. Nach Superauftakt mit einigen starken Black Bass herrschte anschließend bis in die Abendstunden hinein Beißflaute. Insgesamt war es allerdings ein fischreicher Auftakt. So kann es gerne weitergehen. Anders als an Tag 1 werden die 4 Teilnehmer ab jetzt nicht mehr über die Fänge der Konkurrenz informiert. Und außerdem geht es heute nicht erst um 12, sondern schon um 10 Uhr los. Wir sind bereit, die Angler auch, und vor allem einer entpuppt sich hier immer mehr als Sprachgenie. Hola, buenos días. Let's go fishing today again. We have a big mission. We need to catch big fish, big black bass, big pike. We are currently in 2nd position. It's not too bad. We have 3 topwater fish. Now we have 2 days to fill 2 topwater fish. Today get the explorer points and make sure to catch a giant black bass. Let's go. Ja, guten Morgen zusammen. Tag 2 hier aus Extremadura vom YPC-Finale. Ich bin aktuell, glaube ich, Letzter. Das heißt, heute beginnt meine Aufholjagd. Ich möchte alles geben, ein paar Topwater-Fische heute zu fangen und vielleicht auch einen Zander und mit ganz viel Glück einen Hecht. Ich habe mir eine schöne Stelle gesucht. Der Wind steht hier schön drauf. Hier vorne sind so ein paar Inseln, die aus dem Wasser schon schauen mit Steinen, aber auch ein bisschen Kraut. Und ja, ich werde jetzt mit Topwater starten. Habe mir hier so eine schöne stabile Stroft E4 aufgespult und ja, mal schauen, ob wir hier einen Schwarzbarsch rausgezogen bekommen. Auf geht's, YPC, 2. Tag, 1. Wurf. Ja, hoffen wir mal, dass Tag 2 nicht bedeutet 6 Stunden schneidern und in 2 Stunden noch mal ansatzweise eskalieren. Nee, das einmal reicht mir, das war mehr als genug. Sondern dass Tag 2 bedeutet, ja, fangen wir direkt ein paar Fische. Ich will noch mal im gleichen See. Ich will nur ganz schnell hier eine halbe Stunde oder so ausprobieren, ob ich einen Zander fange, damit ich einfach die Zander erledigt habe, dass ich das nicht mehr so wie im Hinterkopf habe, dass ich den Fisch noch unbedingt brauche. Lass uns einfach erstmal angeln und ich werde im Laufe des Tages mal mehr erklären. Ich fange jetzt mit Twitchbaits an, aber werde gleich auf Gummi umswitchen. Ja, das war's im Großen und Ganzen erstmal. Flo wirkt zuversichtlich. Patrick möchte heute keinen Stress. Toon hat den schon, allerdings aus anderen Gründen. There is one in 1 kilometer. Was just. So let me explain quickly. I forgot to go to the toilet this morning, and we will lose some fishing time. But I really need to find a place to go to the toilet. It's too important. Yeah. Here is a gas station. Oh, I've been here already. He knows me. This was my saving place. Okay, see you in a second. Maybe in half an hour. Here we go, guys. Was a rough ride. But we made it, and we will lose a bit of fishing time. We have to walk a long direction, but who cares?
the net that we will hopefully use today, the backpack, and I need to put some other lures in, top water and twitch baits. There we go. Net rig I leave here, and then we can walk in a doable temperature. That's good. And then just one rod to keep it simple. And then let's start walking. We have some fish to catch. There we go. How cool is that? Meine Strategie, die ich jetzt verfolge, ist einmal so eine Halbinsel, die wurde jetzt freigelegt, weil der Wasserstand gesunken ist hier im Stausee. Die will ich jetzt einmal ablaufen und will eigentlich nur Topwater fischen. Einmal um die ganze Insel rum. Hier sind überall Sträucher im Wasser. Wie gesagt, hier sind kleine Inseln. Und ich hoffe, dass ich hier einen Schwarzbarsch fangen kann auf Topwater. Mal schauen. Die Bedingungen sind eigentlich nicht schlecht. Der Wind steht hier schön drauf. Also schauen wir mal. Nein! Mann! Das war nur ein kleiner, aber war ein Fisch. Ich befürchte, es war ein Fehler, hier hinzugehen. Es war ein Fischkontakt in 10, 15 Würfen. Und das ist es mir gerade nicht wert, hier für zu lange zu warten. Weil ich habe auch nicht Garantie, dass jetzt noch ein Fisch hier kommt. Und ich denke, aktive Fische, die beißen schon am Anfang. Wenn sie dann nicht beißen, dann warten, ob irgendwann mal, hier aktive Fische vorbeiziehen oder man einen anwesenden Faulenzer irgendwie doch noch zum Biss bekommt. Nee, das kann falsch sein, kann richtig sein. Am Ende werde ich es wissen, so nach morgen, Mittag, Nachmittag. Ton hat das Unheil vorerst abgewendet. Flo scheint guter Dinge und Patrick hat doch schon wieder etwas Puls. Aber was macht eigentlich das denn? Ah, was für eine Scheiße, ey. Der Tag hat echt begonnen zum Wegschmeißen. Wie lang ist die? Ach, das sollte reichen. 1,30 Meter? Die ist super. Das reicht, das reicht. Soll ich euch zurückschützen? Ne, die brauche ich nicht, danke. Oh, ey Jungs, ihr seid meine Rettung. Vielleicht wundert ihr euch, dass ihr von mir noch keine Anmoderationen gehört habt, aber es ist alles schief gelaufen. Erster Spot, Patrick Marable stand auf dem Spot. So ist es halt. Bin ich zum nächsten Spot gefahren, habe den ersten Wurf gemacht, Fisch gefangen. Was haben wir festgestellt? Scale nicht dabei. Das ist der Fisch im Kescher. Ich habe einen Zollstock organisiert. Jetzt haben die Jungs von B1, vielen Dank an die, mir ein Measureboard vorbeigebracht. Und jetzt werde ich meinen ersten Fisch messen. Oh Mann, ey. Und eine Dreiviertelstunde sind wir im Turnier. Also ich habe eine Dreiviertelstunde verknallt. Ach doch, ist sogar ein gutes Upgrade. Vorne dran. 1, 2, 53. Schiri? Yes. 53er. Schöner Fisch, aber ey. Ganz ehrlich, das war mir jetzt... Jetzt bin ich echt durch heute. Oh, was ein Kack, ey. Okay, gut. Hilft nichts. Weitermachen. Was für ein Mist, ey. Das ist schon komplett durchgeschwitzt. Das war echt unnötig heute. Weiß nicht, kein guter Start in den Tag, kann man nicht anders sagen. Jetzt habe ich zwar direkt einen Fisch gefangen. Ich glaube, der ist nicht mal auf der Kamera in der ganzen Hektik. Ist das eine Kacke. Jetzt hat man hier so eine Scale. Weiß natürlich auch nicht, ob die Turnierleitung sagt, ja, okay, die kannst du verwenden oder nicht. Das Problem ist, dass es hier in der Region keinen Empfang gibt. Das heißt, ich kann die Turnierleitung anrufen, allerdings hat die keinen Empfang, ist somit nicht zu erreichen. Ja, schwierig. Ja, aber wir machen das Beste draus. Wir versuchen jetzt noch ein paar Fische zu fangen. Neben dem ganzen Stress hat es einen Vorteil. Ich habe hier in dem Gewässer jetzt schon einen maßigen Fisch gefangen. Das heißt, ich brauche nur noch ein Gewässer, um die 30 Explorer Points zu sichern. Aber erstmal konzentrieren wir uns auf Zander, weil die Zander sind alle noch klein. 2 60er wären schon wichtig. Okay guys, we arrived. We are in the middle of nowhere and I see
all the time bass hunting, so let's go. I will take a Buzzbite Deep Runner in a natural color and we will catch bass on it here, I'm pretty sure. Can some shed, so much bait fish here, it's unbelievable. That is looking very, very, very promising. For sure that there will be pikes and bass around here. We just have to find them and cast them quick. So that's why we start with a search bait, a deeper running crankbait that I will fish with long pauses in between, not too fast. And we can see the bait fish like on top of the water at the whole place. So that could be the trick here, I think. It's always something on a new water. You have to figure out, like yesterday with the Zander, what is the trick? Das gilt es jetzt herauszufinden. Nach dem für Ton und auch für Dustin etwas stressigen Start gucken wir einmal schnell auf die derzeitigen Positionen der Angler. Zum Auftakt angelt Ton als einziger am Garcia Sola. Die anderen beginnen alle am Oriana. Patrick hat aber schon angekündigt, nicht allzu lange bleiben zu wollen. Dustin, der ursprünglich genau dort anfangen wollte, wo Patrick jetzt steht, befindet sich nun auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht. Und Flo ist viele Kilometer nordöstlich gestartet, hält sich offenbar aber nicht allzu lange an einer Stelle auf. Genau, ich bin da gerade einmal schnell auf so eine Insel rauf gewartet. Da lagen nämlich ein paar Äste davor und ein paar kleinere Bäume. Aber da war nichts zu holen. Hier ist es relativ flach. Vielleicht gucken wir sonst ein bisschen mal ins tiefere Wasser jetzt, ob wir da einen Fisch kriegen. Weil hier ist irgendwie nichts los, zumindest auf Topwater. Ich will Zander. Zander. So, der Haken kriegt jetzt noch mal eine Chance. Der hat vorhin einen Fisch verloren. Weil er garantiert nicht am Haken gelegen hat. Hat einfach nur spitz gebissen. Und ich probiere es noch einmal mit 10 Gramm, aber dafür schön weit raus. Wisst ihr, was das Bescheuerte ist? Anstatt, also das hier ist jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür, wie schlecht man taktieren kann. Ich wollte den Tag damit starten, dass ich an den Serena bzw. darunter den Suchar fahren wollte und dort auf Barben fischen, weil das schwierigste Fisch ist. Und das dann halt so 2 Stunden probieren und wenn das nicht funktioniert, hochfahren an Garcia und dort das zweite Gewässer machen mit Bass. Da habe ich mich halt verrückt gemacht und dachte, boah, ich brauche unbedingt noch diesen Zander. Ich gehe hier vorne hin, weil hier ist bekannt, dass hier regelmäßig Zander gefangen werden. Also versuche ich noch schnell den Zander zu fangen. War eigentlich echt Blödsinn. Das hätte ich mir echt aufheben sollen für zum Schluss, wenn es wirklich alle Stricke reißen und ich den Zander nicht bekommen habe, dass ich den halt an diesen bekannten Spots fische, weil im Endeffekt bedeutet das, hier habe ich jetzt eine Stunde gefischt, habe einen Fisch verloren, hat also nichts wirklich gebracht und habe jetzt eine halbe Stunde Fahrt zu den Spots zu Jar. Theoretisch müsste ich dann in einer halben Stunde die Barbe fangen mit über 50 Zentimetern. Um wieder in der Zeit zu liegen von meinem Zeitplan. Ja, ambitioniert. Ambitioniert. Glück und Unglück, Ewert bringt mir jetzt das offizielle Measure Tape von der Predator Tour mit. Und jeder, der Ewert kennt, weiß, das ist offiziell. Der Ewert ist ein ehemaliger Soldat, der überlässt nichts dem Zufall. Da bin ich ganz froh. Was den Spot hier betrifft, den fühle ich überhaupt nicht jetzt für Zander. Ist mir viel zu klar. Und Hänge gibt es auch. Aber ich warte jetzt hier noch auf Ewert und wenn er dann gekommen ist, dann wechseln wir auf jeden Fall den Spot. Und fangen wir endlich an zu angeln. Irgendwie alles jetzt, das ist so ein Hickhack hin und her und machen schon wieder Sachen, die, naja, egal. So ist es. Den Tag, wir müssen heute noch mal richtig in den Tag starten, das geht so nicht weiter. Okay, dann gucken wir hier noch ein bisschen nach Bass. Oh, ich hatte einen. Und Bremse war auf, super. Oh nein, da war er der Erste. Das ging aber schnell. Um ehrlich zu sein.
Eher Zander sogar. Aber eigentlich bei dem klaren Wasser kann ich es mir kaum vorstellen. Immer noch am Oriana, aber an anderer Stelle läuft es weiter unrund für Dustin. Immerhin kann er sich auf die Hilfsbereitschaft der Kollegen verlassen. Ton nimmt erste Anpassungen vor. I'm going to switch back already to top water. It's so shallow, I thought it was deep water. That's why I took a crank. But it's shallower than I thought, so I think we have even a better shot with top water than with my deep diving crank. I feel we need to catch them now because the sun is nice. It's not too hot. Look at the other side of the water. It's just one big line of bait fish. It looks like the water is alive there. Looks really nice. I really have a good feeling about this bay. We did not see this yesterday. And here was a small bass in the shore. Ich gebe hier auf. Hab's nicht geschafft, was zu fangen. Deswegen fahre ich jetzt an den nächsten See und werde dort die Barben ins Visier nehmen. Drückt mir die Daumen, dass das besser funktioniert als hier, weil hier gab es halt, wie gesagt, bis auf einen Aussteiger und 2 verlorenen Ködern nichts für mich zu holen. Nein! Ah! Ja, ich hatte gerade hier einen Fisch, der voll raufgehackt ist auf den Köder. Ihn aber nicht richtig reinbekommen hat, also ein Fehlbiss. Ich kann nicht genau sagen, ich hätte auf den ersten Blick gesagt, es war ein Hecht, aber ich bin mir nicht ganz sicher gewesen. Ich schmeiß jetzt mal hier meinen Oktopus, sage ich mal, den ich gestern ja schon erklärt hatte, mal hin. Manchmal fängt der nämlich noch die Fische, wenn sie daneben packen. Deswegen mal schauen, den werde ich da jetzt einmal durchfischen. Vielleicht kriege ich den Fisch noch, mal schauen, was das war. So, Ewart, also ihr seht, hilfsbereites Feld. Ewart bringt mir jetzt eine Scale. Ich nehme dann die. B1 hat zwar auch eine schöne gebracht, aber die von Ewart ist genormt und hat auch oben so einen Anschlag. Das heißt, es ist mir lieber, dass alles hier richtig geht. Ja, just if I catch my PB. Thank you very much, guys. Catch something. Use it. I hope so. So, jetzt fühle ich mich schon mal wieder ein bisschen besser, weil ich weiß, es ist eine genormte Scale. Die Scale hat vorne einen Anschlag. Ich bin jetzt guter Dinge, dass ich jetzt wieder normal angeln kann, ohne dass ich im Kopf die ganze Zeit habe, gibt es jetzt Ärger, darf ich die Scale benutzen? Natürlich werde ich die Scale nachher der Turnierleitung vorlegen, aber jetzt bin ich guter Dinge, dass ich gut weiter angeln kann und hoffentlich noch ein paar dicke Fische fange. Das klingt doch schon zuversichtlicher. Falls ihr euch über die vielen namhaften Angler wundert, die Dustin mit Measurements ausstatten, sowohl Frank und Niklas als auch Ewart und Lex seht ihr 2024 in der 3. Auflage des YPC Bass. Oh, I felt immediately it was a pike. I took a darting jig on a 20s to fish very aggressive because there's so much shad. Twitch, twitch, twitch for pikes. Works. We will catch a big one here, I'm sure. YPC-Fans aufgepasst! Der Lure Drop Limited YPC 2023 Edition ist endlich verfügbar. 17 verschiedene Artikel, darunter natürlich die Erfolgsköder des abgelaufenen Jahres, cooler YPC-Merch, den es so nicht zu kaufen gibt, ein einstündiges exklusives Making-of-Video mit dem Produktionsteam, ein Warenwert von ungefähr 185 € für schlappe 99,95 € und natürlich ein großartiges Weihnachtsgeschenk für jeden YPC-Fan.
Damit holst du unterm Weihnachtsbaum ganz bestimmt die Full Card. Aber pst, nur solange der Vorrat reicht. Ich habe es eigentlich fast vergessen gehabt, aber ich habe kurzfristig noch eine Lieferung bekommen von Fox Rage von richtig kleinen Ködern. Und ich hätte jetzt tatsächlich diese süßen kleinen Gummiköder vergessen. Diese sammeln dann nach irgendwas im Grund. Keine Ahnung, was die hier fressen. Und die jagen auch kleine Fischchen. Und diese Mikroköder könnten eine Option sein. So, jetzt geht's an die Barbe. Wir haben ja ein bisschen gestern Abend schon miteinander gequatscht und Flo hat mir erzählt, dass er zwar am Serena, aber es auf Barben probiert hat. Und ich habe mich ja schon gewundert. Er hat geil mit Bass losgelegt. Ist ein Top-Angler. Und geht dann auf die Barben und hat nichts gefangen. Und habe mich ja auch, wie gesagt, gewundert, dass in der App keine Meldung mehr von ihm kam. Und er ist der einzige von uns, der diese Barben schon mal in seinem Leben gefangen hat. Auf der Fliegenroute, glaube ich. Da weiß ich es definitiv. Ob auch auf der Spinnroute, das weiß ich nicht. Und dass er keine gefangen hat, das macht mich schon nervös. Weil wenn er schon keine bekommen hat, harte Nummer, harte Nummer. Patrick ist nun am Embalse de Sujar, den wir im Wettbewerb zum Serena zählen. Mal sehen, ob die Barben an seinem Spot besser aufgelegt sind als gestern bei Flo am Hauptsee Serena selbst. So, meine Taktik ist relativ zügig, einen flachlaufenden Crankbait zu fischen. Ich habe jetzt hier den Rattling Hornet als Shallow Runner, ist der 4,5er. Leider habe ich nicht einen kleiner. Hierfür wäre eigentlich ein 3,5er, also wirklich ein kleiner Hornet besser. Aber was ich nicht habe, kann ich nicht verwenden. Und von daher muss das jetzt hinhauen. Und alternativ werde ich es halt mit Gummi probieren. Ich gehe jetzt auf volle Risiko. Fische hier erstmal ohne Stahl, weil ich halt mitbekommen habe, dass die ziemlich spooky sind. Und weißt du, werde das aber hauptsächlich eher ufernah so halten. Und sobald ich mal rauswerfe, wo habe ich die Baitcaster, dann werde ich mit Stahl fischen, weil sicher ist sicher für die Hechte. Ich habe so auf den Bass gehofft. Ist leider nur ein Zander, aber besser als nichts.
So. Was heißt nur, es ist ein Zander. Gerade auf dem Crankbait gewechselt und da ist der Zander reingestiegen. Und der ist gar nicht so klein, der könnte auch über 50 haben. Das Gute ist, ich konnte euch jetzt einen Fisch präsentieren mit Wurf und Biss und allem drum und dran. Und es kommt keine Diskussion auf. Oh, der ist schön auf unseren Crankbait eingestiegen im Schwarzbarsch-Design. Ich habe gedacht, Match the Hatch. Hat funktioniert, auf jeden Fall. So, da ist er raus. Danke Ebert, danke CWC für eure Scale. So. ...55,5 ganz eindeutig überschritten. Kommt ja fast an die 56. Shiri? Ja. 56er Zander auf dem Crankbait. Bei dem klaren Wasser und dem Sonnenstand denkt man das gar nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mit dem auch versucht, hier mit meinem Crankbait einen Bass zu fangen. Aber Zander gehen auch drauf. Das Zander auf Beißen weiß ich, habe ich schon sehr oft sehr gut gefangen mit Crankbaits. Allerdings im trüberen Wasser. Egal, ich bin happy. So, ganz wichtig, Scale einsammeln. Wichtigste. Rein da. Weiter geht's. Puh. Immerhin, er lernt dazu. Die Zander beißen weiter kontraintuitiv und bescheren Dustin das zweite kleine Upgrade für den Tag, sofern seine diversen Maßmatten später durch die messtechnische Prüfung kommen. Inzwischen hat Flo eine neue Angelstelle angefahren, bleibt aber, anders als Patrick, den Ufern des Oriana treu. So, wir haben jetzt einen Spotwechsel gemacht, sind ein gutes Stück gefahren, sind jetzt im mittleren Teil vom Stausee, haben uns hier einen Bereich gesucht mit viel Kraut. Hier muss es gut sein. Hier liegen, glaube ich, 1, 2, 3 Bassboote. Also richtig Geld. Und ja, wir probieren es mal hier mit dem Kraut mit ein bisschen mit Topwater. Und mal schauen, vielleicht später nochmal mit Dropshot oder irgendeine andere Methode was zu fangen. Oder vielleicht sogar einen Chatter, um noch einen Hecht zu kriegen. Fisch. Nein, nein, ab! Scheiße! Oh, Mann, das gibt's doch nicht, ey. Oh, scheiße, ey. Ausgeschlitzt. Oh. Oh, großer Schwarzbarsch als Nachläufer. Mal nicht bewegen. Wo ist mein Oktopus? Ah, zu viel Klimbim in der Tasche. Sind auf jeden Fall große Fische. Einen hatten wir eben drauf, jetzt ist einer nachgelaufen, großer. Es sind leider nicht der Hecht, den ich suche. Es sind große Schwarzbarsche, ist auch nicht schlecht, aber einen Hecht müssen wir auch noch fangen. So we saw some hunting in the surface, especially on the other side, but it's such a long walk that we started first here. Now we see less action on topwater, so I'm switching back to a Bulties 9.5 centimeter in the color sparkling blue. This is really imitating the small bleaks we see here. It's the same color, some nice glitters. We can catch zander, pike and bass like this, so then we spread our chances a little and let's get this started. We still need to catch our first fish. Just lost a pike, but it was not an upgrade. For sure, we don't need many fish today, so we're doing good. It's not really the case, but if we catch one, it needs to be a big one. And that's why we are at this spot. Deep water and a lot of shad, so a lot of bait fish. Let's continue fishing and see if we can catch a big zander, a pike or a bass. Da hinten, im Flachen ist ein Fisch, das könnte eine Barbe sein. Ich habe erst gedacht, es sind Karpfen, aber jetzt sehe ich auch die Fische hin und wieder und es sind Torpedos und es sind Barben. Da könnten Karpfen gewesen sein. Aber die Spanier sagen, Barben, die springen, beißen nicht. Fisch?
irgendwas Kleines, aber ich habe Fisch drin. Mikrozander. Okay. So, das muss reichen. Also es gibt Zander hier, aber ich glaube, wenn die Größenordnung hier ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig, größere zu fangen, weil alles, was größer als 40, 50 ist, 40er, der wird wahrscheinlich schon snacken. So, ich habe mir jetzt mal überlegt, auf Gummi gab es keinen Biss mehr, aber ich könnte es ja mal mit einem Twitchbait probieren. Und hier nochmal ein Tieflaufen KVD Jerk, ein bisschen das Areal hier abfischen. In der Hoffnung, dass irgendein Raubfisch hier noch steht, der Bock drauf hat. Ist immer egal was. Um die Explorer Points nach vorne zu treiben. Mal schauen, drückt mir die Daumen. So, jetzt mache ich noch einen letzten Wurf darüber und dann hauen wir hier ab. Haben zwar einen Zander gefangen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt hier einen nach dem anderen kriegen. Und vor allem glaube ich, bei den Lichtverhältnissen ist es besser, ein bisschen trüberes Wasser zu suchen. Und das werden wir machen. Vielleicht angeln wir hier noch einen Spot ab. Beim Rumfahren hat mir ein Einheimischer gesagt, dass da immer große Bass gefangen werden. Das werden wir noch machen vielleicht. Und dann ein bisschen tieferes Wasser, ein bisschen trüberes Wasser und weiter auf Zander angeln. Weil das ist der Faktor, den ich noch am meisten verbessern kann. Obwohl meine Bass auch alle nicht so groß sind. Der 42er Topwater Bass, der ist okay, der bleibt bestimmt stehen. Aber der Rest könnte echt noch verbessert werden. So. 2 Abrisse, das ist natürlich ärgerlich. Die montiere ich jetzt aber nicht neu, sondern mal schnell eine Schlaufe rein und mache die hier unten an die Kurbel, damit die nicht durch die Ringe geht und ich nachher wertvolle Zeit verliere. Habe ich heute nämlich genug. Also wir sehen uns am nächsten Spot. Bis gleich. Das nehmen wir doch als Signal, um noch einmal kurz auf die Karte zu schauen. Ton macht Strecke am Sierra. Patrick hält sich am Serena bzw. Suchar mit spanischen Sprichwörtern über Wasser. Dustin angelt wie gehört weiterhin am Oriana, jetzt allerdings weiter östlich. Und auch Flo fischt nach wie vor am selben Gewässer, allerdings ganz woanders. Und hier tut sich was. Kein Fisch, glaube ich. Holz oder so. Oder? Nee. Doch, ist ein Fisch. Ist ein Hecht. Scheiße, ist ein Hecht. Ist ein Hecht. Scheiße. Alter, wo kam der denn her? Ja! Ich glaub's nicht, es ist ein Hecht. Ich kann's nicht glauben. Ja! Oh! Yes, Leute! Was war das denn für ein merkwürdiger Biss? Scale ist nass. Einigermaßen ebene Unterlage gefunden. Jetzt messen wir den mal. So um die 70 wird er wahrscheinlich haben. Einmal schnell rauf auf die Scale. Und dann mal gucken. Boah, die Scale ist natürlich jetzt ein bisschen Cricket. Aber besser geht's jetzt hier nicht. Geht auf halb. 75. Na, geht sogar leicht drüber. Ich habe ihn vorne dran. Schöner Hecht. Der geht jetzt schnell zurück. Mann, bin ich glücklich. Und da geht er. Geile Nummer. Yes! Ah, ich freue mich, dass wir den Hecht aufhaben. Der war echt mein Sorgenkind. Jetzt können wir uns konzentrieren auf die 2 Zander noch, die wir brauchen. Und vielleicht noch den einen oder anderen Topwater Barsch fangen. Oder Black Bass besser gesagt. Und dann bin ich happy. Unverhofft kommt oft. Damit schiebt sich Flo erstmal wieder an Patrick vorbei. Und jetzt, wo der Hecht überraschend erledigt ist, hat er Zeit für Tackle Talk. Genau, für die sich gefragt haben, was ich hier vielleicht oder wie ich den Hecht gerade gefangen habe. Ich habe mit einer Stroft E4 gefischt, also eine Nummer stärker, als ich im Halbfinale in Holland gefischt habe. Einfach, weil es hier sehr große Hechte gibt und auch viele Steine. Genau, und habe dann quasi vorne wieder mein
geliebtes Niti, das Nickel-Titan, also eine kurze Titanspitze, gefolgt von 0,35er Fluorocarbon. Das Ganze an der Bullseye Jig Whip und hier mit einem Weston Gummifisch und einem Jighead vom BKK in 10 Gramm. Das hat jetzt gut geklappt. Mal schauen, ob noch ein Fisch geht. The way they're blowing up on that side is just insane. Okay. We're really going to fish this area. First finesse in the... Oh, here it is again. I think it's 40, to be honest. That's what he liked. Immediately, boom. Now we just need to catch a bigger one here. It's sizable, but it's barely 30, I think, yeah. It's barely 30. It's 32. Is that an upgrade? I don't think so. Nicht direkt, aber zu Tons Glück ist der Kameramann aufmerksam. Okay, so we thought it was not an upgrade, but it is an upgrade because we get the Explorer points. It's the third lake where we are catching fish. So I have to report it to Tony. That was, I drop it on it, took it immediately. And the worm he did not take, so maybe we found something. Alter, das war ein dicker Bass. Wir haben jetzt gerade einen Uferstretch mit ganz viel Kraut durch Zufall gefunden. Wir wollten eigentlich da Zander angeln an der Brücke. Wasser ist aber sehr klar. Da habe ich gedacht, komm, ich mache mal so einen Frosch drauf. Und er hat nach kürzester Zeit auch direkt einen Biss gebracht. Also ist ähnlich der Spot wie da, wo ich gestern gefangen habe. Also schön flach auslaufend, Kraut am Grund, immer mal irgendwelche Krauthelme. Deswegen denke ich, hier ist Bass. Ich habe auch schon einen gesehen und hatte auch schon einen Biss. Oh, das ist ein richtig großer Bass. Alter. Und der ist weggeschwommen. Alter. Oh, war der groß. Der kommt hinterher. Guckt euch das an. 2. Ja, das war ein 50 plus Bass. Leider nicht gebissen, aber den kann ich natürlich super gut gebrauchen. Oh. Ich glaube, den Spot werde ich hier heute ausangeln. Zander, Barsch, also Bass. Da vorne an der Brücke ist tiefer. Dann machen wir ein paar Zanderwürfe noch. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin', free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written on me, cold running from the pole, and it's on me. Yeah. Off, off. Oh, that was a big fish. I just lost a big sander. Yeah, it's a zander. Ooh, that was a big one. Some real weight on that one. Same direction as I got the bite. It was hooked, was really hooked and then off. Let's prepare the net. Maybe we found something. Ja, Fisch. It's a small pikey. Does not count. Small pikey. It's not an upgrade, huh? Small, beautiful pikey. Oh, beautiful colors. There you go, buddy. Maybe that was a fish I lost, the hard bite. Because I took instead of a 7.5 gram jig, I switched to a 5. And it was the first cast. Boom. Yeah. That feels like a bass to me. That's fighting very strange. Is it again a pike or what? Fuck! Crazy. At least we're having some action, huh? Is it 60? More. Yeah? Okay, so let's check quickly. I don't think it's 60, but we check it quickly just to be sure. 55. Easy, buddy. Oh, yeah, bye-bye.
Good strike. Erst ein 60er Zander hinterher, dann ganz viele dicke Bass, aber alle gespukt. Ja, wie gesagt, gerade einen schönen Zander hinterher gehabt, 60 plus. Der wollte aber nicht, deswegen angel ich das Ganze hier, den ganzen Stretch, den ich eben Topwater beangelt habe, auch nochmal mit einem Chatterbait im Flachen hinterher. Eigentlich wäre Crank meine liebere Wahl, aber durch das Kraut kommt man mit dem Crank nicht durch. Deswegen ist jetzt so. Oh, ich hatte auch einen Biss und man hat auch gesehen, dass irgendwas Kleines von da angeschossen kam. Aber die Hitze ist echt enorm. Es ist echt Wahnsinn. Die Kameras machen schlapp. GoPro ist gerade ausgegangen. Camera too hot. Fehlermeldung. Und jetzt bin ich hier in einem Spot, den ich noch nie beangelt habe, der geil aussah. Wie gesagt, richtig dicke Bass gesehen, bis über 50 hinter dem Köder hinterher gehabt, 60 plus Zander, alles im Flachwasser, im klaren Wasser. Ist halt die Frage, ob man sich damit verzettelt, weil man jetzt natürlich Fische gesehen hat und hier bleiben will, aber ob die am Ende auch beißen, die andere Frage. Ein Mini Black Bass. Das ist der Köder dazu. Der ist leider zu klein. Den brauche ich auch gar nicht messen. Den setze ich schnell zurück. Weg ist er. Ja, die müssen jetzt noch mal doppelt so groß werden. Dann können wir damit was anfangen. Dann zählen die auch. Fisch. Oh. Der ist auch zu klein. Ein Mini Schwarzbarsch. Aber man sieht schon, die Fische scheinen aktiver zu werden. Auch wenn es noch nicht die größten sind. Mensch und Technik leiden unter der Sonne, die spanischen Jungfische anscheinend weniger. Fehlen nur noch die größeren. Patrick ist inzwischen an seinem 3. Gewässer für heute angekommen. Wow. Feind. Endlich habe ich meinen Spot, also einen Spot am Gassi erreicht. Ich fange erstmal ein bisschen Topwater an, in der Hoffnung, dass hier ein Fisch sich raisen lässt, aber ich mache nicht allzu lange, sondern gehe dann tatsächlich die Etage tiefer mit Twitchbait. Und wenn ich interessante Strukturen erkenne, dass da wirklich ein Steinhaufen im Wasser ist oder ähnliches, dann werde ich da auch mal vielleicht ein bisschen finessiger unterwegs sein. Oh. Hallo Abkühlung. So we are going to try the other side of this island. We've had some action here, but it's becoming so hot in the sun, and the sun is right there. So I'm hoping we find some places in the shade, some nice shadow. Maybe that is where the big bass and pike are. Fisch, Fisch. Oh, der ist besser. Der ist besser. Oh, der könnte es haben, der könnte es haben. Nein, nein, der hängt irgendwo fest. Ah, es sind 2. Ich habe 2 dran. Was zur Hölle? Oh. Ich habe 2 Stück dran. Alter, wie geil ist das denn? Ey, und ich glaube, die haben beide Maß. Dann wären das ja beides Topwater-Punkte. An jedem Haken einer. Ey, wie krass ist das denn? Wie krass ist das denn? Wie viel Glück kann man denn haben? Das sind die Geschichten, die schreibt nur der YPC. Wahnsinn. Also der erste ist so gut wie ab. Der ist schon mal ab, der erste. Jetzt kommt der zweite dran. Der hängt Normalwinkel. Jetzt der zweite ab. Leute, schaut euch mal bitte ein Double an. Ich bin schon wieder voller Schlamm wie im Halbfinale. Man sollte kein Weiß anziehen, wenn Schlamm ist. Geile Nummer, die messe ich jetzt mal beide schnell. Das Ding ist gerade, jetzt ist er dran. Der ist genau auf der Linie von, diese Linie hier ist es, 32. Messe ich den anderen noch mal schnell. Der ist ein bisschen größer. Ich halte ihn mal lieber so ein bisschen fest. Oh, nicht, dass der mir abhaut hier. So, ist dran vorne.
Das ist die Linie Deine Hand unten weg. 36. Ja. Da kannst du es sehen, ist vorne dran. An der Scale ist auch drüber. Also ich würde sagen, er ist 35,9. Also damit 36. Hier ist schön kaltes Wasser. Das ist natürlich gut für die Fische. Und dann setzen wir die 2 jetzt schnell zurück. Der will auch schon gehen und der andere hinterher. Und Abmarsch. Sauber. Der erste ist weg und der zweite auch. Oh, ey, was ein Krimi. Was ist das denn bitte gewesen? Ist das krass? Habe ich ja noch nie gehabt. Ich dachte, ich hänge fest. Auf einmal so ein Druck drauf. Muss ich einen Zweiter den noch geholt haben. Krass. Das haben wir so noch nicht gesehen beim YPC. Diese Bass-Doublette bedeutet nicht nur ein kleines Update, sondern eben auch 20 Top-Water-Punkte. Flo bleibt einfach der Mann für die besonderen Momente. Wir werfen einen kurzen Blick auf den Doppelpacker. Ja, das war der Erfolgsköder. Ein Ilix Bonnie 95 in so einer AU-Farbe, die finde ich immer echt gut. Davor wieder das Stroff Nickel-Titan. Und ihr könnt sehen, trotz 2 Fische, kein Knick, gar nichts, kann ich direkt weiter fischen. Richtig geil. We are back in the game, würde ich sagen. Oh, jetzt müssen wir nur noch die Zander fangen, vielleicht noch einen heute kriegen. Und dann können wir morgen hoffentlich die anderen beiden noch voll machen und auf die Fullcard gehen. Yes! Hi Leute, mit Gutscheinen zum Fest macht man alles richtig, oder? Und mit unseren Gutscheinen macht ihr alles doppelt richtig. Denn für den 50 € Weihnachtsgutschein zahlst du nur 45 €. Für den 100 € Gutschein nur 90 €. Und beim 200 € Gutschein spart ihr ein ganze 15%. Und zahlt nur 170 €. Nur noch bis 19.12. und garantiert bis Weihnachten unterm Baum. Und natürlich nur auf hechtundbarsch.de. Jetzt kurz vor Weihnachten gibt es bei der Anglerschmiede eine richtig coole Aktion. Wir geben euch 35 € Rabatt auf alle Kurse. Egal ob du selbst den Fischereischein machen möchtest oder ob du einen Gutschein verschenken willst, sichere dir jetzt einen Rabatt. Viel Spaß beim Verschenken dann zu Weihnachten und euch allen da draußen, allen YPC-Fans, eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit. Hey, Grüße aus dem hohen Norden. Es ist Westin Week. Du wolltest schon immer einmal mit dem amtierenden YPC Bank Champion Ton van Ham angeln gehen oder die Westin W6 Baitcast Rolle als einer der ersten in den Händen halten oder eine neue W2-Route deiner Wahl gewinnen? Dann shoppe ganz bequem vom 14.12. bis zum 23.12. Westin-Produkte bei uns im Shop und sichere dir pro 50 € Westin Warenwert je ein Los im Lostopf. Natürlich nur auf hechtundbarsch.de. Jo, wir haben genau die richtigen Autos auch dafür hier, um Offroad zu fahren. Mein Kastenwagen. Oh, hoffentlich ist das hier nicht zu steil. Jawohl! Ah, irgendwie habe ich das Gefühl, wir machen heute alles falsch, wenn ich ganz ehrlich bin. Kein Empfang, kann ich auch keine Tiefen checken an einem Spot, wo wir noch nie waren. Ah, das war gestern irgendwie besser. Gut, egal, bringt nichts. Bisschen Zander-Jigging, mal gucken, ob das läuft. Fisch. Ein Upgrade, kann das sein? Ja. Oh, ein kleines Upgrade. Aber es ist ein Upgrade.
Ah. Da ist er, der lang ersehnte Zander. Nicht die Größe, die ich haben wollte, aber es ist schon mal ein Zander. Ja, der hat aber auch so 56. Paar Punkte Upgrade. Yes. 56. Siehst du? Jo. Noch ein 56er. Das sind noch mal 6 Punkte Upgrade. Das ist im klaren Wasser schön, wie die so abtauchen. 5 Gramm, ganz leicht. 5 Inch Venom. Ja, mal gucken, ob da noch was kommt. Trotz schlechter Vorzeichen klappt's am neuen Spot und zumindest die von Team B1 geliehene Measurement muss nicht mehr geeicht werden, denn der 53er Zander ist damit raus aus der Wertung. Für Dustin kann's so weitergehen. Aber auch für die anderen bricht der Nachmittag an und zumindest am ersten Finaltag war das so etwas wie eine Initialzündung für die Räuber. Das ist ein guter. Ja, ist noch drin. Gilt der? Danke, Kescher. Danke, Foxedge hat hier diesen Kescher gemacht hat und mir den Fisch gerettet hat. Wieder war es ein Salmo, Papa. 37? Ja. Nice, man. Wieder ist Salmo Rattling Pop. Irgendwas mit Holo Roach. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Stimmt, Topwater-Punkte könnte ich schon noch einmal einsammeln. Ich glaube, ich habe die Topwater voll. So, hat eindeutig 30 plus. Ist ein 32er. Und tschüss. Der obligatorische Yes. Also die Farbe, deren Namen ich nicht kenne, funktioniert. Ich blicke einfach nicht mehr durch, Leute. Es sind so viele Farben, die ich im Kopf habe von den verschiedensten Hardbaits. Und das hier ist eine relativ... Ist das bekloppt? Boah, ein zweiter verfolgt den. Die Power haben die. Der springt. So. Okay. Und. Alter. Das ist sogar richtig gut. Das ist ein. Ja, warte mal. Doch. Das ist berechtigt 40. Geil! Geil! 40 Zentimeters. Yes! Fucking nice, man. Clear Holo Smelt heißt das Dekor, aber viel wichtiger als der Name, es fängt. Patrick macht die Black Bass voll und sammelt auch gleich die fehlenden Topwater-Punkte ein. Damit liegt er jetzt auch wieder vor Flo, braucht nur noch einen Zander für die Fullcard und plant jetzt den dritten Gewässerwechsel an diesem Tag. Ich breche jetzt hier ab, mache auf dem Rückweg noch 2, 3, 4, 5 Würfe, keine Ahnung. Aber ich fahre tatsächlich noch mal für die letzten, ich hoffe mal, wenn ich ankomme, sind es noch Pi mal Daumen 2 Stunden an den Cijara oder wie der heißt. Und selbst wenn ich in den 2 Stunden keinen Fisch fange, kann ich in der Zeit trotzdem schon mal gucken, wo kann ich dort parken, wo komme ich ans Wasser, damit ich am dritten Tag dort noch mal hingehen kann, um die Explorer Points voll zu machen. Und dann heißt es immer weiter upgraden, aber jetzt erstmal schnell ans Cijara. Drückt mir die Daumen.
Spätstarter, Spätstarter. Eigentlich könnte ich immer die ersten 4 Stunden noch chillen und was anderes machen. So we are driving to the spot where I caught yesterday my bass on topwater. Tried to catch 2 small bass on topwater. And then I guess the day will be over because we have to drive 30 minutes. And when we arrive there, we have 1.5 hours to fish. So let's see if this works. And for sure, it's in these conditions. It's almost normally. I mean, I can have something from the sun and warmer weather, but this is really over the edge. Mein Gott, ist das warm heute. Ton wechselt erstmalig das Gewässer. Vom Sierra geht's nun zum Garcia Sola. Dustin und Flo bleiben am Oriana und Patrick ist nach Oriana, Serena und Garcia Sola tatsächlich am 4. Wettkampfgewässer. Er hatte sie heute alle. Da kann man schon mal einen vergessen. So, bin am 3. See für heute angekommen. Ich fische auch teilweise wirklich kleine Köder. Dass, wenn irgendwo ein aktiver Fisch ist, der gerade so das Maß hat, dass er auch zuknallt. Also nicht nur, mir ist jetzt egal, 30 cm muss der Bass haben, mehr nicht. Und ich sehe aber, dass hier alles ziemlich flach ist. Boah, hier wird es schwer, einen Fisch zu fangen. Okay, so let's try to get at least today the 2 topwater points. We have exactly 1.5 hours left to fish. So let's make some pace. These rocky points I should always fish. It's a good hiding place. Throw some shadow. Oh, big one. Oh, freaking hell. I don't think so. Come on. No, it's not. It's 27. I mean, at least it's something. We just need to find the large group of 30 centimeter bass. They will take it for sure. We saw them yesterday. So, wir haben einen kleinen Sprint hingelegt. Wir sind einmal von da ganz drüben hier wieder rüber gelaufen. Vielen Dank an den Kameramann, dass der mit mir durchgezogen hat. Ich bin zurück an dieser tiefen Kante, wo ich den Hecht gefangen habe. Ich hoffe, ich kann jetzt noch einen Zander beim Jiggen erwischen. Ja, mal gucken, ob was geht. Fisch, nein, nein, ab! Nein! Oh, Scheiße! Den hat er sich im Mittelwasser beim Fallen geholt. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das war ein großer. Boah, das war ein sehr großer Fisch. Das wäre er gewesen. Yo, big one. You see him? Oh, 2 big ones. 50s. Ja, Fisch. Ein Zander, ein Zander. Ich glaub's nicht. Ja! Ja, kein Riese, aber ein Zander. Wie geil ist das denn? Oh, hat der flach gebissen. Ist das krass hier im Gras. Ja, ein Zander. Der hängt genau hier drinne. Da ist er raus. 4-Inch Easy Shiner, der Klassiker Green Pumpkin. Und ein wunderschöner Zetti. Sehr, sehr cool. Das Scale ist nass. Dann messen wir den schön mal. Ist knapp über halb. Da sieht man es. 8 und wird aufgerundet, ne? Ist nicht ganz dran. 57,7 oder sowas. Also 58 aufgerundet. Was ein geiler Fisch. Oh, da geht er auch schon. Leute. Oh, ich glaube, ich habe noch nie einen Zander so flach gefangen. Aber ich habe davon gehört, dass das hier in Spanien so sein soll. Und es stimmt. Richtig geil. Weitermachen. Einen brauche ich noch zur Fullcard. Drückt mir die Daumen. Eigenartig, diese südeuropäischen Zander.
Für Flo allerdings kommt dieser hier zur richtigen Zeit. Ein weiterer würde die Full Card bedeuten. Ton hat derweil eine weitere Bass-verdächtige Stelle ausgemacht. Yes, that's a sizable one. Saw some nice plants and he was in there. It's for sure sizable. It's 34. Agreed? So guys, 34 centimeter bass, not the one we saw, but sizable, topwater, so exactly what we need. Let's return it. Up, okay. Super. Come on, we have some time left. I need one more. Here also. Sweet bed. It's where I caught the 34. Oh, that was big. Can take again. Why? Yeah, big one. I told you. Please do not come off. They are in the plants today. Done with this topwater fishing. Finally. It's not an upgrade, but 33. Got him? Yeah. Then we do some power crankbait fishing. Okay guys, finally the 5th topwater bass in between some water plants. Let's release him because I want to do some casts with a crankbait for a big one. Hello guys, let me tell you something about the setup I am using. Because we are walking a lot, I want an all-round rod. Because if I see it's not taking on the topwater, I need to be able to switch to something, a jig, a Senko, something finesse to catch them. So that's why I choose for the finesse shed 2 meters 20 up to 28 grams of casting weight. This rod has enough backbone to drill big black bass, big sander and big pike. And it's still soft enough, you can fish nicely some topwaters, twitch baits, cranks. It's a very all-around rod. And then the fish we caught on topwater all came on the spot-on Walker from Westin. So a really nice walk the dog style of bait, so a stick bait. Let's tie on a crankbait and try to catch a big bass. Der hat nicht mal Maß, leider. Ja, heute läuft es nicht für mich. Die beiden großen Bass verknallt, dann einen kleinen gefangen. Jetzt kommt ein Boot dazu, was hier genau auf dem Spot steht. Oh, Mann, ey, der Tag. Tja. Vermutlich heute vom ersten auf den letzten Platz gefallen. Aber hey, was soll man machen? Morgen ist noch ein Tag und da wird noch mal Gas gegeben. Und es ist auch noch nicht vorbei, das heißt, in 10 Minuten kann schon auch noch mal ein dicker Bass kommen. Gewohnt skeptisch, aber auch wenn Dustin seinen Vorsprung ein Stück weit eingebüßt hat, ist es auch für die anderen heute eher zäh gelaufen. Mit einer Ausnahme vielleicht. Ja, Fisch, der ist gut, der ist gut, der ist besser, der ist besser. Komm hoch, bleib nicht in der Kante hängen. Nein, nein, nein. Nein, er hängt in der Kante. Ja, ich bin raus. Ja, ist ein Hecht. Kein Zander. Aber trotzdem, den nehmen wir mit. Jawohl. Ich glaube aber, der wird kein Upgrade sein. Der wird kein Upgrade sein. Wir messen den schnell, setzen den schnell zurück und dann geht's weiter. Oh, weg ist er. So kann es auch laufen. Egal. Der wäre kein Upgrade gewesen, weil der war nicht mal 60 oder gerade mal 60. Von daher alles gut. Quick Release, wie man sagen würde. Denn wir
brauchen keinen Hecht. Wobei so einen großen wäre natürlich auch schön, aber wir brauchen einen Zander. Yeah, big one. Really big. No kidding. Wow. Pike. It's a pike. I thought it was a big black bass. Oh, the bite was good. It's not an upgrade. That's what I thought. I wish you were a black bass, man. Really. Fisch, Fisch, beim Absinken. Was ist denn hier auf einmal los? Nicht in die Kante. Nein, nein, nein. Komm raus, komm raus, komm raus. Oh. Ja, ist raus. Zander, ein schöner. Ein schöner Zander. Leute, ein schöner Zander. Oh, 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 den müssen wir kriegen. Ja! Ja! Ja, da ist der zweite Zander und der ist über 60. Jawohl, was ist denn hier auf einmal los? Oh, es war so eine gute Entscheidung, hier wieder rüber zu gehen. Der ist über 60. Yes! We are back in the game, sage ich dazu nur. Zumindest ein bisschen. Haken ist raus. Oh, schaut euch den Zander an. Oh, geile Nummer. Richtig schöner Fisch. Messen wir den mal. Scale ist nass. Fisch ist vorne dran. Alter, der ist gut. Der ist gut, der kommt sogar noch auf halb. Filmst du es? Ich drück zusammen und da ist er. Auf der halben noch. 67,5. Dann wird aufgerundet 68. Oh, alter Schwede. 68er Zander und das in Spanien. Ich freue mich so. Oh, was ein Zander. Muss ich wieder runter. Diesmal findet der Fisch zum Glück den Weg auf die Matte. Mit dem bisher größten Zander und gleichzeitig dem letzten Wertungsfisch des heutigen Tages rückt Flo vor den entscheidenden 8 Angelstunden ganz dicht an Ton und Dustin heran. Der Hamburger kann mit seiner Leistung auf jeden Fall zufrieden sein. Wunderschöner Fisch. Der darf jetzt schnell zurück. Oh, der ist gallig. Oh, der ist gallig. Und da geht er. Mann, was ein Krimi zum Abschluss. Doch noch die Full Card. Ich hätte selber, ich will nicht sagen, nicht mehr damit gerechnet, aber ich wusste, dass es verdammt schwer werden wird. Aber wir haben es doch noch gemeistert heute. Ich freue mich. Als letzter in der Gruppe, vermute ich jetzt einfach mal. Aber ja, jetzt haben wir morgen den Tag Zeit abzugraden, Topwater, vielleicht sogar Explorer Points, mal schauen, zu holen. Aber ja, im Ende war es jetzt doch ein sehr schöner Tag und weiß ich nicht, das war jetzt echt cool, auch mit den 2 Schwarzbarschen heute auf einen Köder und jetzt noch hier die Zander und vor allem noch so einen schönen dabei gehabt. Also mehr geht nicht. Super Tag gewesen für mich, ich freue mich. Ach Leute, ich weiß es nicht. Ich habe morgen einen ekelhaften Job vor mir, der mir nicht gerade Freude bereitet, weil ich muss 2 Seen befischen, weil hier muss ich noch irgendwie einen Wertungsfisch kriegen und an den anderen See dann halt upgraden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und dass auch die anderen Jungs top abgeliefert haben. In dem Sinne, wir sehen uns in der letzten Episode und bis dahin, allzeit Headlines. Haut so raus. Ciao, ciao. That was the end of day 2. For me, a very hard day. I've been searching a lot, walking a lot in this weather. Not really got paid off. So tomorrow the game plan is pretty simple. It's actually the same as today, only the topwater points, they are gone. So I will try to catch pike and bass, big ones. So that was it for Team Westin.
But stay tuned for the last day in this beautiful Spain, beautiful and warm Spain. And cross your thumbs for me. Let's hope we can catch some big ones tomorrow. Das war's also mit dem zweiten Finaltag in der Extremadura. Und wenn man sich die Tabelle so anschaut, deutet alles auf ein hochspannendes Finish hin. Das Spitzentrio liegt ganz eng zusammen und auch Patrick wäre mit einem Zander sofort wieder oben dran. Bis auf Flo konnten alle schon die maximale Topwater-Punktzahl erreichen. Ton hat sogar schon den Explorer-Bonus, doch auch die anderen brauchen jeweils nur noch einen maßigen Fisch an einem dritten Gewässer. Einzig die angepriesenen Barben halten sich hier noch sehr bedeckt. Aber wer weiß, bei diesem YPC haben wir schon einige Verrücktheiten erlebt. Nicht auszuschließen also, dass ein karpfenartiger Fisch den Kampf um die europäische Raubfischkrone entscheidet. Wenn ihr wissen wollt, welcher der 4 Teilnehmer sich am Ende durchsetzt und den Henkelpott in den spanischen Abendhimmel heben darf, seid am kommenden Montag, am ersten Weihnachtstag um 18 Uhr dabei. Erstmal wünschen wir euch aber ein paar erholsame, freie Tage, ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten und natürlich das ein oder andere Tackle-Upgrade unterm Baum. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Ho, 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 ho.